Das neue Kabinett präsentiert sich erstmals der Presse. Also, bitte, Herr Vizekanzler, hier, Platz. An Hitlers Seite Vizekanzler Franz von Papen. Der hat alle wichtigen nationalkonservativen Politiker ins Kabinett aufgenommen. Alfred Hugenberg hatte noch zu bedenken gegeben, Hitler sei nicht vertragstreu. Doch Papen ist sicher, er könne die Nazis in Schach halten. Einem, der ihn trotzdem warnt, er habe sich in Hitlers Hände begeben, entgegnet Papen: Sie irren sich. Wir haben ihn uns engagiert. Am Abend marschieren die Kolonnen der Berliner SA zum Zeichen des Sieges durch das Brandenburger Tor in die Wilhelmstraße. Diese Fackeln bilden einen einzigen Feuerstrom, beschreibt der französische Botschafter die gespenstische Szene. Und die Wellen dieses Stroms treffen mit großer Wucht auf das Herz der Hauptstadt. Nur als schwache Silhouette am Fenster zu sehen, Reichspräsident von Hindenburg. Ein Journalist kommentiert damals prophetisch, die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler gleiche einem Sprung ins Dunkle. An der Seite seines Führers darf nur Hermann Göring die Huldigung der Parteiorganisationen entgegennehmen. Das ist Görings glücklichste Stunde, notiert sein Rivale Joseph Goebbels. Am 1. Februar 1933 hält der neue Regierungschef seine erste Rundfunkansprache. An das deutsche Volk. Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten und sie wird arbeiten. Sie hat nicht 14 Jahre lang die deutsche Nation zugrunde gerichtet, sondern will sie wieder nach oben führen. Sie ist entschlossen, in 4 Jahren die Schuld von 14 Jahren wieder gut zu machen. Allein sie kann nicht die Arbeit des Wiederaufbaus der Genehmigung derer unterstellen, die ihren Zusammenbruch verschuldeten. Die Parteien des Marxismus und seine Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und richte uns. Joseph Goebbels ist bei der Kabinettsbildung übergangen worden. Ich schaue in den Mond, notiert er verbittert. Das ist so deprimierend. Ich mag gar nicht mehr daran denken. Hermann Göring kontrolliert als preußischer Innenminister auch die Polizei und ist entschlossen, seine Macht zu nutzen. Das schwerste Amt übernehmen musste, denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Gegen die neue Regierung mobilisieren jetzt vor allem die Sozialdemokraten ihre Anhänger. Doch Übergriffe der Nazis bleiben nicht aus. Der Lübecker Abgeordnete Julius Leber wird tätlich angegriffen und vorübergehend festgenommen. Parteichef Otto Wels ist überzeugt, dass die Arbeiter für Freiheit und Demokratie kämpfen werden. Die KPD verhält sich abwartend. Ernst Thälmann und Walter Ulbricht glauben, dass Hitler sich nicht an der Macht halten kann. Für sie steht die stalinistische Revolution unmittelbar bevor. Die Reichstagswahlen werden für den 5. März angesetzt. Joseph Goebbels organisiert am 10. Februar eine Großkundgebung der Nazis im Berliner Sportpalast. Zunächst heizt er selbst die Stimmung mit Ausfällen gegen die KPD an. Im Übrigen können unsere Parteigenossen und des A-Männer auch darüber beruhigt sein, dass eher als wir alle denken, die Stunde des Endes des roten Terrors gekommen sein wird.
kommunistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir werden den Herren vom Karl-Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Goebbels lässt die Veranstaltung mit großem Aufwand filmen, um Hitlers sorgfältig geplanten Auftritt überall in Deutschland in den Kinos zu zeigen. Schließlich betritt Hitler den Saal. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Es kann niemand hier gegen mich aufstehen und zeigen, dass ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. Am selben Abend schreibt Goebbels in sein Tagebuch: Der Führer hält eine fantastische Rede mit schärfster Kampfansage gegen den Marxismus. Zum Schluss gerät er in ein wunderbares, unwahrscheinliches rednerisches Pathos hinein und schließt mit dem Wort Amen. Das wirkt so natürlich, dass die Menschen alle auf das Tiefste davon erschüttert und ergriffen sind. Der Reichstag beherbergt heute das demokratisch gewählte Parlament Deutschlands. Seine Zerstörung ist am 27. Februar 1933 das Fanal für den Untergang der Demokratie von Weimar. Gerade einmal 4 Wochen ist Hitler im Amt. Gegen 21 Uhr dringt der holländische Kommunist Marinus van der Lubbe über einen Balkon ins Reichstagsgebäude ein und legt im Plenarsaal Feuer. Die rasch eingeleiteten Löscharbeiten können nicht verhindern, dass das Gebäude völlig ausbrennt. Hitler, der sofort zum Tatort eilt, nutzt die Gelegenheit, mit seinen politischen Gegnern abzurechnen. In einem Leitartikel entlädt Joseph Goebbels noch in der Nacht seinen ganzen Hass gegen die Kommunisten. Eine Notverordnung schränkt am nächsten Tag bürgerliche Freiheiten massiv ein. Die Presseorgane von KPD und SPD werden verboten. Viele Funktionäre verhaftet. Die kommunistischen Parteiführer werden steckbrieflich gesucht. KP-Chef Ernst Thälmann geht den Häschern am 3. März ins Netz. Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht tauchen in Berlin unter und fliehen schließlich nach Moskau. Die Polizei wird angehalten, gegen staatsfeindliche Organisationen und Demonstranten rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen. Kampfverbände der Nazis erhalten polizeiliche Vollmachten. Arbeiterführer, die eben noch vor Hunderttausenden Menschen gesprochen haben, werden von SA-Schlägertrupps aus den Gewerkschaftshäusern vertrieben. Hitler erhofft sich von den Wahlen am 5. März 1933 eine komfortable Mehrheit für seine Partei, um damit diktatorische Vollmachten durchzusetzen. Im Wahlkampf beherrschen die Nazis die Straßen.